Guten Morgen, Freunde. Heute ist es der 19. Juli und ich laufe eine Wanderung im Berg Unterbleit in Südlimburg. Sollte 29 Kilometer werden ungefähr. Ja, wir wissen, wie das ja geht bei Komoot, ne? Aber es wird schönes Wetter heute, ist jetzt ein bisschen wolkig. Doch sollte es bis zu 30 Grad werden heute. Also wir lassen uns überraschen. Es ist Samstag. Was haben wir denn hier? Hier hat jemand was in einen Baum gesetzt, ne? Seht ihr? Unglaublich. Ja. Der 19. Juli. Es ist so um 9:30 morgens. Und das ist eine schöne Landschaft hier, das weiß ich garantiert sicher. Moin. Morgen. Goedemorgen. Steekt uit. Das ist, glaube ich, die Mühlenweg. Steht hier. Ja. Und da ist, glaube ich, eine Mühle, so zu sehen. So sieht es noch aus, ne? Ja, hier das große Rad da. Nach 1,32 Kilometer verlassen wir Gürlem. Und das geht hier ein Stückchen bergab und jetzt geht es, glaube ich, berghoch. Ja, sieht so aus. Eine schöne, geile Wanderung. Fahrradfahrer, Fußgänger, Wanderer, alles sieht man hier. 1,87 Kilometer, Leute, mal eben schauen hier. Hier gibt es Schmetterlinge und hier gibt es so zu sehen Höhlen. Ja, tatsächlich, es gibt hier Höhlen. Wow. Das war schon eine geile Wanderung heute. Da ist ein Holzveerde. Guck mal an, wie das gestützt ist da oben. Wow. Da stehen Fotos. Siehst du? Also man kann hier manchmal rein scheinbar. Aber heute nicht. Okay.
Hier gibt es auch wieder etwas. Es ist geschlossen, man kann da heute nicht entlang laufen. Das sind Betonresten. Ich sehe, in Komoot steht Kriegsdenkmal. Bonsdal. Okay. Kommen auch wieder rein in die Höhlen. Tja. Keine Ahnung. Da stehen Leute. Und ich gehe hier nach links. Jetzt links auf Quonsdalweg. Und das geht hier hoch, Leute. Oh. Kriege ich schon meine erste Steigung. Folge dem Weg 140 Meter. 2,4 Kilometer. Schau mal, was hier kommt. Leicht links. Man kann hier hoch, aber das ist Wahnsinn. Oder man kann hier die Treppen steigen. Wow, wow, wow. Das geht hier hoch. 2,78 Kilometer, Leute. Eine Mergelgrube. Das ist ja Wahnsinn. Ja Leute, hier vorne kommt wieder ein unglaublicher Blick. Ne? Aber da sehe ich auch wieder scheiß Mühlen. Die machen den Blick natürlich wieder ein bisschen kaputt, aber man sieht doch schon einen richtigen Blick. Ne? Aber wir müssen hier nach links. Also wir werden nicht viel davon sehen. Ja. Naja, war doch schon geil, um zu sehen. Ne? Und wir haben jetzt gelaufen. Mal sehen. Folge dem Weg 650 Meter. 3,94 Kilometer, 25,2 zu gehen. Folge dem Weg 300 Meter. 4,66 Kilometer, 24,5 zu gehen. Und wir kommen hier in Berg und Terbleit. Und laufen jetzt auf eine größere Straße. Für 300 Meter und dann müssen wir wieder nach rechts. 4,87 Kilometer, Leute. Und wir kommen in das Dorf Berg. Ja. Berg ohne etwas. Und ja, sind schon willkommen hier. Ne? Und hier ist ein Spielplatz für Kinder.
Und die Kamera hat sich was eingefangen. Ein Faden. ,85 Kilometer. Und die Kirche vom Berg. Die ist verschlossen, da kannst du vergessen. Da kommst du nicht rein. Okay. Da kannst du vergessen. Das ist meistens, ne? Heutzutage sind die Teufelshäuser ja geschlossen. Ne? Das sind ja keine Gotteshäuser. Jeder, der sich informiert, der weiß das. Also sind meistens verschlossen heutzutage. Oh. Nach 6,57 Kilometer verlassen wir Berg wieder. Dann gehen wir weiter auf den Vogelsangweg. Tja, und hier steht ein Schild, dass es hier richtig runter geht. Wow, wow, wow. Was ist das denn hier? Folge dem Weg 250 Meter. Hier geht es 14% runter. Wow, ist das geil. Oh ja, wir gehen hier richtig runter. ,29 Kilometer, Leute. Mal eine kleine Pause. Ne? Ich muss mal etwas trinken. Ich habe Tee dabei. Es ist schön wandern hier. Ich komme jetzt im Wild nach 9,29 Kilometer. Das Dorf ist hier nebenan. Meine Kappe ist wieder im Weg. Okay. Und ich höre jedes Mal, wie etwas auf meine Kappe fällt, ne, wenn ich unter die Bäume laufe. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Und ich habe natürlich auch Brombeeren genascht unterwegs, ja, habe ich auch schon gemacht. Lecker sind die. Sehr viel Vitamine und natürlich gibt es auch ein bisschen Saft und ein bisschen Fleisch, ne. Fruchtfleisch. Der ist noch schön warm, der Tee. Es geht schön hoch und runter, ne? Ich bin jetzt, denke vor nur Wald gehabt von Berg. Ja, von Berg bin ich im Wald und dann hier im Feld komme ich wieder aus dem Wald raus. Also ich habe schon einige Kilometer im Wald gelaufen, ich denke so 4 Kilometer. Dann müssen wir jetzt noch gute 21 Kilometer. Noch, dass die ersten Kilometer weg, dass die 10 Kilometer weg sind, ne? Nein, 21, das kann nicht sein. 9,29. 10 Kilometer, das war 29 Kilometer. 9 Kilometer weg. Ja, gute 20, zwischen 20 und 21 Kilometer, stimmt ja. Stimmt, genau.
Okay, ich mache weiter mit der Pause und dann laufe ich wieder schön weiter hier durch Feld. Ja Leute, ich bin aus Fallen raus nach 9,64 Kilometer. Ich habe es nur gestreift. Und hier geht es so richtig runter. Ne? Also, das ist unglaublich hier. Da ist viel an der Seite. Da sind noch ein paar Kühe oder Rinder. Und hier hocken wir den Berg ab. Es ist unglaublich. Der helle Wahnsinn. Ups. Hoi, 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 hoi. Ja, das sind Stufen. Und hier geht es noch weiter den Hang ab, ne? Wahrscheinlich wieder Stufen. Ja, ja, Stufen. Alter, geiles Kino. Geiles Kino. Hei. Hui. Hui. Brennnessel. Bei nächster Möglichkeit rechts. Fliegen. Rechts auf Hafermerde. Ja, 10,8 Kilometer und ich bin nicht mehr auf die Route, sagte ich. Wie bitte? Also hier ist nur Gras. Die Route liegt jetzt vor dir. Ah. Gleich links abbiegen. Die geht hier nach unten. Ach so, das hatte ich nicht gesehen. Ich hatte einen schönen Blick. Du bist zurück auf der Route. Das ist Die unglaublich. Navigation wird fortgesetzt. Das ist ja unglaublich, wo der dich hier laufen lässt. Ja. 10,8 Kilometer, 18,4 zu gehen. Wir müssen hier nach unten. Und da ist ein Dorf an der Seite. Da sieht man den Hang. Ne? Ob wir da kommen, weiß ich nicht, aber hier ist alles, sieht man ja, unglaublich. Alles Felder und dann da hinten Wald. Und ich denke, dass wir auf den Wald zusteuern. Und jetzt gehen wir auf die 20 Kilometer zu. Ne? ...12,4 Kilometer, Leute. Valkenburg. Ja, tatsächlich Valkenburg. Ich glaube, hier muss ich, glaube ich, rechts. Ich bin Komoot mal eben los. Komoot möchte ein Foto machen. Scheiße. Jetzt muss ich sehen, wo ich rein muss hier.
Ja, ich weiß es nicht. 12,8 Kilometer, Leute. Und hier ist ein Bauer, der ist nicht fröhlich. Weil aus dem Gerät, wie der am Fahren war, kam da jede Menge Rauch raus. Und jetzt hat er die Motorhaube offen. Da ging etwas richtig den Bach hinunter. Das war, als ob ein Schiff fuhr. Ne? So viel Rauch kam da raus. Einsturzungsgefahr darf man nicht rein. Hier sollte ein Kalkofen sein, aber man kann nicht rein hier. Na, dann ist mal wieder scheiße, ne? Ja, geht auch wieder nicht. Hatte ich sehen möchten, aber leider nicht möglich. Einsturzgefahr, also ja, kannst du wieder vergessen. Leider. Ja, Leute. 14,3 Kilometer gelaufen, 14,9 zulaufen. Also wir sind fast in der Mitte der Wanderung. Und ich sitze hier mal eben auf dem Baum. Denn ich laufe jetzt einen sehr steiler Berg hoch. Und ich musste mal eben eine Pause machen. Das ist Wahnsinn. Das Ding hier ist absolut ein Mordsberg. Aber macht nichts. So in, was ist das? 14,9, 14,3. In ungefähr 300, 400 Meter bin ich auf die Mitte der Tour. Und dann ist kein Rückzug mehr möglich, nur der Flucht nach vorne. Und es ist schönes Wetter. Im Wald ist es schön kühl. Aus dem Wald ist es etwas warmer. Ich habe keine Ahnung, was die Temperatur zurzeit ist, aber ich denke so um die 28, 30 Grad würde es schon wahrscheinlich sein. Die Sonne geht auch manchmal weg, also ja, sieht gut aus heute. Wir werden das Kind schon schaukeln. 14,3 Kilometer, Allah, das müssen wir noch schaffen. Okay, 16 Kilometer sind wir an Schloss Schalun in Falkenburg. ,4 Kilometer. Schau die Gas hier mal an. Wie geil ist das, ne? Zwischen den Bäumen. Das ist richtig beim Schloss. So soll das aussehen. Richtig geil. Das ist, glaube ich, die Göhl. Nach 11, 17 Kilometer. Hallo. Schmetterlinge. Da kann man sie sehen, hè?
Dann ist das Wasser plätschern. Jetzt leicht rechts auf Grafstraat. Schön am Kühl. Gemeinde Falkenberg an der Kühl. Also. Unglaublich. Bitte Kommod, gib Gas. Folge dem Weg 550 Meter. Also Leute, 17,6 Kilometer gelaufen, 10,7 zu laufen. Es geht gut voran. Also nur noch 10,7 Kilometer. Die Bahn. ,5 gelaufen. 9,86 zu laufen. Nächster Möglichkeit jetzt. 9,86 zu laufen. Ist geen op Kühl. Werden wir jetzt verlassen. Jetzt rechts auf Kerkenfeld. Oh, es geht hoch. Es geht hoch. Heiliger Scheiße. ,19,1 Kilometer, Leute. Wir brauchen noch 9 Kilometer bis zum Auto. Mal eben ein Apfel essen. Ich habe etwas getrunken. Und ich muss wieder den Berg hoch. Ne? Ja, es geht ja wieder den Berg hoch. Vor mir eine schöne Aussicht. Ne? Das sind alles Kulturlandschaften. Aber kein Problem. Da stehen Wolken auf. Kleine Straßen, zu viel Verkehr, aber stehen Wolken auf hier. Ich hoffe, dass wir es trocken halten. Kann sein, dass es heute Abend Gewitter gibt, aber ich glaube nicht, dass sie das gemeldet haben. Wenn wir 9 Kilometer brauchen, wir ungefähr 2 Stunden bis zum Auto. Ne? Wenn ich 5 Kilometer pro Stunde laufe. Aber ob ich das hier schaffe, wie ich das hier hoch und runter geht, das ist die Frage. 19,6 Kilometer. Und ich kann hier den Berg runterrollen. Ne? Heiliger Scheiße, schau dich das mal an. Das geht hier richtig runter. Boah. Da ganz unten muss ich hin. Wir sind überall Tore für die Tiere, ne? Dass sie nicht durchlaufen, nicht weiterlaufen. Nicht durchlaufen. Was man auch möchte. Und das wird immer wolkiger.
Aber wir brauchen ja nur noch 8,73 Kilometer, also nicht so weit mehr. Boah, geht das runter. Runter geht schneller als rauf, ja, ist auch nicht immer wahr. Wenn es zu schnell runter geht, dann geht das runter auch nicht schnell. Wenn es gemäßigt runter geht, ja, dann kann man richtig Gas geben. Aber so hier nicht. Jetzt komme ich unten an, ne? Auch was gemacht für die Tiere, ne, dass die nicht weiterlaufen. Okay, ich habe es geschafft. Aber es geht noch weiter runter. Und dann wird es wahrscheinlich auch wieder hochgehen. Ja Leute, willkommen zurück bei die Kastelrun Schlundwanderung 19.07.2025 und wir machen jetzt die Abmoderation. Ja, das war eine sehr schöne Wanderung, ja. Ja, eine schwere Wanderung, muss ich sagen. Ja, das ging richtig hoch und richtig runter. Da hatte ich richtig zu kämpfen. Ich war richtig kaputt am Ende. Wir hatten ein kleines Problem mit Komoot, denn nach die Foto, wo ich die Foto gemacht habe von, wo war es wieder? Nach unten. Die reformierte Kirche hier. Da hat Komoot die Aufzeichnung einfach beendet. Ne? Er hat mich weiter ich habe weiter die Wanderung laufen können, aber er hat die nicht mehr aufgezeichnet. Bei 25,1 Kilometer war Schluss bei Komoot. Sieht man ja auch. Das ganze Stück hier hat er nicht mitgenommen. Und die Fotos, die ich noch gemacht habe, die liegen hier zum Beispiel, die zwei Schloss in Gerlach. Und hier lag das Wegkreuz noch irgendwo. Das hat er einfach am Anfang irgendwo dazwischen gemogelt. Ne? Den hat er hier irgendwo zwischengeschmissen und der hat man ganz am Anfang, hat er das Kreuz dazwischen geschmissen, ja. Also, das werden dann doch 28,9 war das letzte Foto. Und das war das Foto, was er hier hat stehen, ja. Wo steht das? Das Foto hier steht hier auf 220 Meter, stimmt nicht. Das war am Ende der Wanderung, um 28,9 Kilometer war das. Also die Wanderung wird schon 29,5 Kilometer sein. Also das, was hier steht, 25,3 ist Humbug. Also die Daten kannst du eigentlich schon vergessen. 430, 420 kann noch stimmen, weil das letzte Stück war flach. Die letzten 4 Kilometer. Habe ich auch nicht mehr gefilmt? Nein. Habe ich nicht mehr gefilmt? Nein. Das war auch nicht. Ich habe da noch was Fotos gemacht, aber filmen nicht mehr, nein. Ich war auch relativ kaputt, muss ich sagen. Dann das erste Stück der Wanderung hat mich richtig reingehauen. Aber kannst du nichts machen, ne? Ich werde die Fotos mal allein zunehmen. Also, ja. Ich sage, das war das letzte Foto, 28,9
9 Kilometer. Das war wirklich das erste Foto, die St. Martinuskapelle 1932. Das war tatsächlich das erste Foto. Das Innenleben der Kapelle. Dann hatten wir die Köhler Mühle mit dem Staumauer, ne? Die haben sie auch normal, da sieht man das Rad, ne? Das Wasserrad. Köhler Mühle, ja. Da hatten wir noch ein Kriegsmonument, ja. Ich denke, dass das eine oder andere Anlage war, Fabriksanlage war, das hat aus dem Zweiten Weltkrieg. Das war eine schöne Treppe, die wir hochgegangen sind. Das war schon richtig hart, muss ich sagen. Das war die Kirchsgrube, ne? Kalkstein. Das sind sehr schöne Fotos. Alles von der Kirchsgrube. Das war am Ende von das Stück von der Kirchsgrube. Da lagen große Steine mit kleinen Steinen drauf, ne? Ja, statt Probleme zu beheben, setzt man einfach ein Schild dahin, ne? Da kann, wie sagt man so schön, Holz runterfallen, ne, von den Bäumen. Ja, totes Holz kann da runterfallen. Ja, ganz einfach ein Schild dahin. Problem gelöst. Das war die Mariakapelle im Berg und im Berg. Das auch. Da hatten wir ein altes Haus mit einem Maria-Ornament. Das war das Ding hier. Sieht man im Video viel besser als hier auf dem Foto. Mohnblumen. Tja. Das war die Kirche von Berg und Terbleit, um genau zu sein, Berg. Nochmals. Hatten wir da gingen wir 14% runter, ne? Das war auch ganz am Ende. Das war das Schloss St. Gerlach. Das lag ungefähr auf, was wieder, 25, 26 Kilometer, glaube ich. Hat auch irgendwo dazwischen gemogelt. Das war schon das Stück, wo der nicht mehr registriert hat. Genau wie dieses hier, das steht neben das Schloss in Gerlach. Hat auch nicht mehr registriert. Das war eine schöne Straße mit einem Baum rüber, ne? Ja, auch wieder schöne Landschaften. Das war Kaskadefeld. So sieht oft ein Wanderer aus, der müde ist, ne? Ein Wegkreuz. Und das war eine Mariakapelle, ganz modern. Mit einem limburgischen Text, ne? Dann haben wir hier noch ein bisschen ein Plakat. Kommen wieder schöne Landschaften. Ja, den Zug habe ich in Valkenburg fotografiert, ne? Das ist ein Zug, ein Minenzug. Der fuhr früher in die Minen. Ja, das ist ein Puh. Ja, wo das verdiente, ich weiß nicht. Ein Industriedenkmal, würde man sagen. Schöne Landschaftsbilder hat man da, ne? Richtig schöne Landschaftsbilder, hier auch. Hier war das Stück, da ging es richtig rauf. Da habe ich mal irgendwo eine Pause gemacht hier im Wald, weil das ging hier so steil rauf, dass ich eine Pause machte. Ich war mal eben komplett kaputt. Und da kriegt man solche schöne Landschaft am Ende, ne? Da kam man an ein kleines Dorf. Das war wieder eine Mariakapelle.
Die Foto war nicht gelungen. Ein Text von die Mariakapelle. Und da kamen wir an von schon. Oud-Valkenburg, also Alt-Valkenburg. Das war das Schloss, ne? Ein sehr schönes Schloss. Aber in den Schlossgarten, da musst du zahlen, ne? Sonst kamst du da nicht rein. Das war sehr kommerziell. Das ist ein bisschen über die Geschichte von dem Schloss, aber da bin ich immer sehr vorsichtig mit. Vorsichtig, die Mutter der Porzellankiste, ne? Mit Geschichte sowieso, ja. Das war auch in der Nähe von dem Schloss, ne? Die Kalvaringsgruppe. Die 3 Bildjes. Die 3 Bilder. Und dann kamen wir schon auf Kiel, ne? Und dann kamen wir bei diese landschaftlichen Geräte. Ja. Landwirtschaftliche Geräte. Und das Kreuz. Und noch mehr von den Dinger. Die waren schön gepflegt, ne? Alles schön gepflegt. Also absolut super. Ein Tunnel, drüber geht die Bahn. Das war die St. Maurits-Kirche in Skien op Kuil. Haben wir eine Fotos gemacht, ne? Wie Orpheus Monument in Skien op Kuil. Da habe ich schon eines an Fotos gemacht. Das waren die Kühe in der Nähe von Skien op Kuil, ne? Und das hier war auch wieder Kalkstein. Dolkesberg, ne? Also, da durfte man nicht ran. Das war sehr gefährlich. Das war in Valkenburg selber. Hier auch wieder in der Altstadt. Die Kirche von St. Nikolaus und St. Barbara Kirche, Valkenburg. Okay. Das war die reformierte Kirche. Das war das letzte, wo Komoot noch registriert hat. Nach dieser Kirche hat Komoot nichts mehr registriert. Da war es fertig. Bisschen schade. Aber was soll man machen, ne? Ja, also. Sehr schöne Wanderung. Geiles Wetter. Es war ein bisschen wolkig am Ende, aber Regen hat es nicht gegeben. Ich bin noch in Valkenburg, habe ich mich noch eine Terrasse genommen, ne? Habe mich noch ein alkoholfreies Bier getrunken und eine Kirschentorte. Ja, das war alles für 9 Euro, die 2, also unglaublich. Das kann man ja nicht fassen, ne? Da habe ich mich richtig erschrocken. Ja, die nächste Wanderung bin ich noch am Planen, da habe ich noch keine Idee, wie das Wetter ist. Ich denke, das wird die Montagswanderung in St. Odilienberg. Ja, 28 Juli wird das dann. Ja, das wird wahrscheinlich die Wanderung werden, wenn das Wetter mitspielt. Weiter wünsche ich Ihnen eine schöne Woche. Ich hoffe, dass ihr von dieser Wanderung wieder genossen habt. Sage es weiter. Abonniere den Kanal. Schreibe in die Kommentare, was ihr von dem Video fand. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Ciao, ciao, Ihr Theo.